Servus und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, Freunde, einen Monat habe ich mittlerweile das Samsung Galaxy Z Trifold als mein Hauptgerät. Und wie ihr alle wisst, bin ich ja ein Fan von ehrlichen Reviews und darum soll es heute auch gehen. Ich will euch einfach mal so stichpunkthaltig mitteilen, was so meine Erfahrung einen Monat Trifold war und was mir so positiv und negativ aufgefallen ist an dem Gerät. Wie ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, ich habe ja auch das Huawei Mate X-T gehabt. Das war quasi mein erstes Trifold-Gerät. Und dazu wird auf jeden Fall auch noch eine kurze Info kommen, warum ich das Mate X-T wieder verkauft habe. Von daher rede ich gar nicht lange um den heißen Brei rum. Wir fangen an mit dem Intro und dann geht's los. Bis gleich. So, und wir fangen an mit dem hier, und zwar dem Display, weil das ist prinzipiell ja das, um was es geht bei einem Trifold oder auch beim normalen Fold. Ja, es geht eigentlich um das innere Display, dass man halt ein kleineres Tablet sozusagen immer dabei hat. Hier entspricht das Display dann tatsächlich genau 10 Zoll und hat ein cooles Aspect Ratio, finde ich. Also die Größe beziehungsweise wie die Form eben ist. Es ist nämlich vom Formfaktor her ähnlich wie ein A4-Blatt. Nicht ganz, aber ähnlich. Das heißt, wenn ihr Dokumente lesen wollt und sowas oder viel mit Dokumenten arbeitet, dann ist das natürlich ein perfekter Formfaktor, weil ihr das Ganze halt schön auf eine Seite bekommt. Ich zeige euch das mal kurz. Hier seht ihr zum Beispiel dieses Willkommensdokument von Adobe. Und wenn ich das jetzt ins Hochformat drehe, dann ist es im Endeffekt genau auf einer Seite. Wir machen mal hier die KI-Werbung weg. Unten fängt schon minimalst die zweite Seite dann an. Aber ansonsten habt ihr wirklich, wenn man es so nimmt, eine A4-Seite auf der Seite. Finde ich halt super praktisch, gerade wenn man irgendwie längere Dokumente hat. Man hält sich das Teil einfach so, liest die Dokumente und hat immer eine schöne Übersicht. Eine super schöne Größe, finde ich, mit den 10 Zoll. Und dafür ist es halt auch perfekt gemacht. Ein zweiter Punkt ist natürlich beim Display auch das Frontdisplay. Und das Frontdisplay ist für mich immer noch so einfach Samsung-typisch nicht gut gemacht vom Formfaktor her. So schön wie das innere 10 Zoll ist, so bescheiden finde ich einfach das Äußere. Ihr seht es vielleicht hier schon. Also das ist sehr hochkantig, das Display. Wenn ich da mal zum Beispiel dieses Dokument aufmache, dann bekomme ich aufgrund der Höhe von dem Teil fast 2 Seiten drauf, aber so gut wie nicht lesbar. Ich muss dann eigentlich immer rumzoomen und dann fange ich irgendwann an, natürlich das Teil aufzuklappen und nehme es halt im Tablet-Modus, was ja auch völlig in Ordnung ist. Dafür habe ich mir halt auch ein Trifold geholt und halt, weil ich einfach ein bekloppter Technik-Nerd bin. Und man muss aber auch ehrlich sagen, die Ränder, ich zeige es euch mal, die sind wirklich sehr dick ausgefallen. Also vom Gefühl her dicker als beim Fold 7. Keine Ahnung, warum sie es anders angeblich nicht hinbekommen haben. Ich hoffe, das wird bei der zweiten Generation, wenn es denn wirklich eine gibt, auch korrigiert und einfach etwas breiter, schmälere Ränder. Also so, muss ich sagen, taugt es mir irgendwie nicht so. Wo ich es allerdings nicht ganz so schlimm fand, muss ich sagen, ist für das Thema Video. Also wenn ich jetzt hier ein Video habe, dann kann ich das ja quer drehen, wie immer. Und wenn ich das dann starte, dann habe ich halt wie beim normalen Smartphone rechts und links Balken. Durch das längliche Format ist das Bild sogar relativ groß in dem Fall. Und wenn ich natürlich dann Trifold-typisch das Teil auffällt, dann ist das natürlich eine andere Hausnummer. Also nur mal kurz zur Einordnung. So wäre ja ungefähr das Format auch beim Galaxy Z Fold 7 von der Größe her aufgefaltet. Und so ist es dann beim Trifold. Also das ist ein riesen Unterschied. Wirklich. Also das ist was, wo ich sage, okay, das ist mein Einsatzszenario Nummer eins. Einfach Videos schauen auf dem Teil. Und dazu muss ich sagen, ist die Bildqualität echt nicht schlecht. Ich habe am Anfang ja beim Unboxing und auch im direkten Vergleich mit dem Mate X-T gesagt, ja, das Display ist pixelig. Ist es auch. Die Auflösung ist nicht perfekt, aber wie es halt irgendwie immer so ist, man gewöhnt sich dran. Also ich habe es jetzt einen Monat, habe auch das Mate X-T nicht mehr zum Vergleich und ich muss sagen, man merkt es gar nicht mehr so.
Ich habe nämlich auch, man sieht es vielleicht ganz gut, eine matte Schutzfolie noch auf diese Originalschutzfolie dann drauf. Und ja, ich weiß, hier löst sich diese matte Schutzfolie ein bisschen ab. Das war mein Fehler, weil ich da vergessen habe, das richtig aufzutragen. Normalerweise, wenn man bei einem Fold-Gerät ja eine Folie aufträgt, damit die vernünftig haftet, fangt ihr ja an einer Seite an. Sollte das so um 90 Grad klappen, dann geht ihr vorsichtig hier rein bis zum gewissen Teil, faltet's gerade und macht den Rest. So, habe ich gemacht. Bei der ersten Falz, bei der zweiten habe ich es vergessen. Und dadurch entsteht unten und oben eine Spannung und das Ganze löst sich halt wieder. Ja, ist halt nervig, aber ansonsten muss ich sagen, matte Schutzfolie auf dem Fold im Innendisplay, top. Vorne brauche ich es nicht unbedingt, aber innen drin ist es wirklich super, super praktisch. Okay, was gehört natürlich dazu, wenn man viel Videos auf so einem Gerät schaut? Ganz klar einfach die Audioqualität. Und da muss ich sagen, ich habe es ein bisschen geahnt, weil ich es vom Fold 7 kenne. Und wenn man so ein normales Smartphone à la Xiaomi 15 Ultra, 17 Ultra, Vivo X200 Ultra und was ich so alles hatte in den letzten Monaten gewöhnt ist, dann weiß man einfach, was auch guter Klang ist. Ich habe auch beim Kumpel das iPhone 17 Pro Max mal gehört. Das hatte auch echt gute Lautsprecher, obwohl ich jetzt nicht der Apple-Fanboy bin. Aber nichtsdestotrotz, Klang war da wirklich gut. Sehr basshaltig, also voluminös und so weiter. Ich bin jetzt auch kein Soundexperte, aber wenn es natürlich nur so ein klirrender Sound ist, bei höherer Lautstärke, wie es leider beim Trifold der Fall ist, dann hört man das halt einfach. Und bei Mate XT war der Sound besser. Voluminöser, eben und auch basslastiger. Das heißt, es war nicht so flach und so klirrend, sondern war echt gut. Ein Ticken leiser als beim Trifold, aber lieber ein Tick leiser als wie wenn mich das Ding halt anschreit. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz bei einem KI-Video, was ich für einen Soundtest erstellt habe. Dann könnt ihr das auch ein bisschen besser einordnen. Just dropped the hottest tech review. Now you know what you gotta do. Hit that like, subscribe for more. For the illest gear you're looking for. Yeah, RLP is the name, stay in the loop. We keep it fresh with the whole tech group. RLP, that's the wave, man. RLP, join the fan clan. Ganz kurz zum Vergleichen mal der Xiaomi 17 Ultra. Just dropped the hottest tech review. Now you know what you gotta do. Hit that like, subscribe for more. For the illest gear you're looking for. Yeah, RLP is the name, stay in the loop. We keep it fresh with the whole tech group. RLP, that's the wave, man. RLP, join the fan clan. Ja, was denkt ihr? Also habt ihr schon mal ein Foldable gehabt, wo ihr sagt, okay, das war richtig, richtig gut beim Bass? Also, wie gesagt, ein normales Smartphone hat einfach mehr Dicke, mehr Volumen. Da sind deutlich mehr von diesen Kügelchen auch in diesen Lautsprecherblock mit drin. Das macht einfach einen voluminöseren Klang und eben ausgeglicheneres Sounderlebnis, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich bin kein Audioexperte, aber man hört es ja auch als Laie gut, wenn man einen direkten Vergleich hat. Und hier fehlt halt der Bass einfach komplett meiner Meinung nach. Finde ich halt schade, weil gerade bei solchen Geräten ist halt Audio ein Thema. Bei mir weniger, sage ich mal, weil ich höre, wenn dann mit Kopfhörern, da stört's mich dann nicht ganz so. Aber wenn ich da jetzt hier TikTok, Insta und so durchscroll, dann brauche ich auch keinen super Bass. Ja, das ist ja eher so eine Art Zeitvertreib dann in dem Fall. Dann Thema, was bei einem Fold immer Thema ist, das sind die Kameras. Da kann man wirklich keine Wunder erwarten. Wir haben hier halt das gleiche Setup wie beim Galaxy Z Fold 7. Im Endeffekt ist es ja auch wie ein Z Fold 7, nur dass die halt hier die Lasche noch mit dran gemacht haben und quasi einen dritten Teil sozusagen. Von daher ist es nichts Besonderes. Die Anordnung habe ich mir anfangs gedacht, boah, geht mir schon wieder richtig auf den Senkel, weil das Teil wabbelt halt, wenn es zusammengeklappt ist am Tisch wie Hölle. Wo ich aber sagen muss, was dann doch positiv war, und das habe ich am Anfang gar nicht so betrachtet, ist, wenn ich es aufgeklappt habe und dann am Tisch lege, dann wabbelt es nämlich fast gar nicht, außer ich drücke dann ganz oben rechts
oder halt eben unten rechts, je nachdem, ob ich es halt im Hoch- oder Querformat da liegen habe am Tisch. Das muss ich tatsächlich sagen, ist doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe, weil ich dann so einen leichten Anstellwinkel habe, der halt das in meine Richtung stehen lässt, das Gerät. Also, Kameras könnten natürlich wie bei jedem Fold entsprechend verbessert werden. Bei Motorola Razr Fold weiß ich jetzt nicht. Das hat ja die gleichen Kameras wie das Signature. Die sollen nicht schlecht sein. Dreifach Zoom, glaube ich, hat es dabei. Aber es ist halt trotzdem was anderes wie bei einem normalen Smartphone noch. Die haben halt gerade Xiaomi, Vivo und Oppo. Die haben halt die Ultra-Smartphones mit richtig geilen Kameras. Und sowas würde ich gerne mal hier. Ich weiß, das Ding wird dann dick und. Riesen Kamerabump und so weiter. Aber irgendwie wäre es halt trotzdem mal cool, dass sich einfach mal ein Hersteller wagt, ähnlich wie Motorola, die Kameras von einem normalen Smartphone in Fold reinzuklatschen und einfach mal zu gucken, taugt es den Leuten oder taugt es den Leuten nicht. Mir wird es auf jeden Fall taugen. Dann eine Sache, die mich doch extrem begeistert hat beim Trifold, wo ich nicht gedacht hätte, dass es so ist, und zwar die Akkulaufzeit. Ja, klingt irgendwie bekloppt, weil 5600 Milliampere-Stunden bei einem Trifold ist schon irgendwie wenig. Aber ich vermute mal, ein bisschen hat es natürlich mit der Software zu tun. Wie gut ist Software optimiert? Da ist Samsung, finde ich, eigentlich schon sehr gut. Und bei so einem riesen Screen 10 Zoll, da denkt man ja, oh Gott, der saugt den Akku ja der wie nichts. Ich denke aber auch, dass diese doch nicht ganz so hohe Auflösung, die Samsung hier genommen hat für das Screen, dass die dazu beiträgt, dass einfach halt die Akkulaufzeit deutlich besser ausfällt. Je mehr Pixel, umso mehr muss natürlich das Display befeuert werden, umso mehr Rechenleistung brauche ich, umso mehr Akkuleistung und. Es müssen mehr Pixel bei OLED beleuchtet werden und so weiter. Also da haben sie wirklich einen Treffer meiner Meinung nach gelandet. So grob als Beispiel, ich habe das 2 Wochen lang Single SIM betrieben und jetzt knapp über 2 Wochen Dual SIM mit einer SIM-Karte und eSIM. Im Single-SIM-Betrieb war es so, das war eine physische SIM-Karte, die habe ich reingetan ins Smartphone, also keine eSIM. Da hatte ich abends tatsächlich 40-50% Akkuleistung. Wochenende waren es dann, naja, das scrollt man dann vielleicht auch ein bisschen mehr durch Insta durch und macht ein bisschen mehr. Da waren es so zwischen 35 und 45, sowas in dem Dreh. Aber eine super Leistung, ganz ehrlich, für ein Trifold, und ich nutze es schon immer wieder aufgeklappt. Ich würde sagen, so 70% zu, 30% aufgeklappt. Aber der große Screen, wie gesagt, der zieht ja meiner Meinung nach doch mehr Strom natürlich als so ein kleiner Screen oder wie beim normalen Fold. Von daher nicht schlecht. Dual SIM, da ist es jetzt so, ich habe jetzt eine physische SIM und eine eSIM drin und die haben beide Internet immer aktiv. Ich habe auch eingestellt, dass wenn das eine schlechter ist, dass er das andere nutzen soll. Also diesen Fallback, sage ich mal. Da komme ich dann abends so auf 20-30%. Das merkt man schon bei gleicher Nutzung. Aber nichtsdestotrotz völlig ausreichend für mich. Also bei heftiger Nutzung immer noch 20% Akku am Abend mit Dual SIM, mit viel draußen in der Sonne, wo er das Display schön hell machen muss und. Also top. Und da natürlich mit reingreifen, komme ich jetzt mal zur Software. Wir haben hier One UI 8.5 mittlerweile drauf. Am Anfang war es One UI 8. Auch einige Verbesserungen dazugekommen, die ich, sage ich mal, so für selbstverständlich gehalten habe. Samsung hatte die aber bei der Startversion von 8.0 anscheinend noch nicht mit drin. Konnte man halt nicht aktivieren. Aber was mir halt da immer so taugt, ist ganz ehrlich, ich habe ein Frontscreen mit der Anordnung, dann klappe ich das Ding auf und kann mir halt einen Homescreen machen, der komplett anders ist. Also anderes Hintergrundbild, andere Widgets, andere Leiste unten, was ich an Apps brauche. Ich kann mir alles komplett frei und unabhängig im Endeffekt dann anordnen. Finde ich halt richtig geil, weil das ist halt für mich das Use-Case-Szenario. Aufgeklappt brauche ich halt andere Sachen wie zugeklappt. Und das finde ich halt genial. Das ist wie beim Smart Launcher. Da kann man das auch für Foldables einstellen. Da habe ich ja auch schon mal ein ausführliches Video dazu gemacht. Verlinke ich euch mal oben, wenn euch der interessiert und ihr vielleicht kein Foldable habt, wo ihr unterschiedliche Homescreens einstellen könnt. Super spannend. Dann kam mit dem Update endlich die Funktion, dass man Apps auf dem kleinen Frontscreen fortsetzen kann. Was bedeutet das konkret? Was vorher schon ging, ich habe hier zum Beispiel den Browser jetzt offen, jetzt klappe ich auf und die App wird fortgesetzt. So. Was aber vorher nicht ging mit One UI 8 und erst mit 8.5 jetzt kam, ich klappe wieder zu
und die App wird fortgesetzt. Oder ich streiche nach oben und innerhalb von 3 oder 5 Sekunden muss ich halt nach oben wischen und dann wird es fortgesetzt, ansonsten Sperrbildschirm. Und das ist halt ein Feature, wo ich gedacht habe am Anfang, ja okay, das hatte das Fold 5, 6, 7 auch schon gehabt. Es wird halt beim Trifold genauso sein und das war nicht so. Und das war halt ein Thema, was ich am Anfang als riesen Kritikpunkt und auch andere YouTuber eben erwähnt hatten, weil das ist halt wirklich so. Also ich habe das öfter mal schon gehabt. Ich sitze irgendwo, schaue mir im Tablet-Modus was an, dann denke ich mir, ah ja, okay, jetzt kann ich weitergehen, klapp's zu, hätte es aber gerne noch am kleinen Screen, einfach zum Laufen und weiterlesen oder wie auch immer. Und dann geht's weg, Sperrbildschirm. Und man ist halt dann nicht in der App gelandet, wenn man entsperrt hat, sondern am Homescreen. Und man musste über den Task Switcher quasi wieder in die App rein. Also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Fand ich super umständlich und ja, weiß ich auch nicht. Also wieso Samsung das nicht gleich mit implementiert hat, keine Ahnung. Irgendwie hat es so ein bisschen unfertig meiner Meinung nach gewirkt. Ein weiterer Punkt war DeX. Wir haben ja hier eine Desktop-Oberfläche mit dabei. Ich entsperre das Ganze mal, dann seht ihr es mal im Top-Down. Wir können hier über den Task Switch quasi, das hier sind quasi die Apps, die dann offen waren. Und ich habe hier Desktops. Ich kann hier mehrere Desktops aktivieren. Wenn ich da reingehe, bin ich in der Desktop-Oberfläche direkt auf meinem Trifold. So, dann hatte ich Apps, wo ich reingegangen bin und ich habe die zum Beispiel in der Größe gehabt. So, dann habe ich die geschlossen, neu aufgemacht und die waren plötzlich wieder in einem ganz anderen Format, mitten im Display und das hat mich irgendwie genervt. Und jetzt ist es so mit One UI 8.5, die bleiben immer gleich groß. Also wenn ich die so habe oder größer ziehe, ich schließe die App, dann ist die da auch nicht mehr da, öffne die wieder und die ist wieder groß. Wenn ich sie Vollbild mache und ich mache die zu, öffne die wieder, ist sie wieder groß. Also, das sind halt so Themen, die ich halt quasi ohne Update schon erwartet habe, die halt Samsung nicht geliefert hat. Also, ich meine, die liefern nach, ja, schön und gut, aber sorry Leute, wenn ihr so ein teures Smartphone, 1900 $ in der USA, ohne örtliche Steuern, das heißt, ihr seid da über 3000 $ im Normalfall, außer ihr lebt halt in einem Bundesstaat, der 0% Steuer hat, aber das ist halt echt eine Hausnummer, ja. Also wenn ihr ein 3000 € Smartphone, sage ich mal, kauft, dann ist es für mich was, wo nicht geht, wenn ich ein Fold 7 haben kann, wo ich für, was weiß ich, 1300 € aktuell oder so krieg. Da ist es ja auch dabei, ja, dass ich eine App vorne fortführen kann. DeX ist natürlich ein anderes Thema, klar, das gibt es da nicht auf dem Smartphone selbst, dann nur am Bildschirm oder am Fernseher extern eben. Aber es wird besser und die Kritik wird von daher für mich auch weniger. Eine Sache, die ich natürlich noch nicht bewerten kann, ist einfach die Haltbarkeit von dem inneren Screen, ganz klar. Ich meine, ich habe das jetzt einen Monat und ich habe eine Folie mit drauf, weil ich halt da einfach so skeptisch bin. Ich habe schon mal das Thema gehabt, dass ich Sandkörnchen auf einem Faltdisplay hatte, habe es zugefalten, weil ich es nicht gesehen habe und dann war halt da so ein Pünktchen drin. Also es war zum Glück nichts kaputt und witzigerweise hat es die Folie dann auch wieder ausgeglichen irgendwann. Das war mein Honor Magic V5 damals. Und ich hatte zum Glück keinen Displayschaden oder ähnliches. Aber nachdem die ja immer dünner werden und immer flacher zusammengeklappt werden, sind halt die Displays fast aufeinander. Also wenn ich das zuklappe, dann ist das Display quasi fast auf dem anderen Display innen drin. Und da muss halt einfach nur ein Körnchen reinkommen und das reicht schon, dass du vielleicht dein Display schrottest. Von daher flacher, schön und gut, aber ist es halt auch einfach anfälliger. Da muss ich einfach mal gucken, was die Zukunft bringt. Was mir aber beim Trifold noch ein bisschen stört, ist das Gewicht. Das sind über 300 Gramm und ich habe ja immer hier meinen kleinen Finger so als Unterstützung unten dran und man merkt es irgendwann schon. Also wenn man das länger in der Hand hat, das ist schon Brocken. Im Tablet-Modus ist es für mich jetzt ein leichtes Tablet im 10 Zoll Format, aber im Smartphone-Modus ist es schon echt ein heftiger Backstein. Also es sieht halt auch aus wie ein Backstein, ne? Einfach so ein, könnte man auch irgendwo rein betonieren. Ja, also muss man halt mögen und natürlich, das ist auch ein viel zu teures Technik-Gadget, ja, keine Frage. Also wer gibt so viel Geld für so ein Smartphone aus? Außer irgendwelche Technikbekloppten, ja, also Leute wie mich halt, ja, die einfach super fasziniert von neuer Technik sind.
die halt auch ein Oppo Find X9 Ultra jetzt zum Beispiel vorbestellt haben, einfach wegen den Kameras und ich eventuell das Explorer-Kit noch bestelle, um einfach mal zu gucken, wie weit kann man eine Kamera im RAW-Modus ausreizen. Solche Bekloppten kaufen sich halt solche Smartphones, wenn sie drankommen. Also ich hatte das große Glück, dass ich es überhaupt bekommen habe noch und bin tatsächlich immer noch begeistert. Ja, es wird eben auch besser mit den Updates bisher, da bin ich echt positiv gestimmt. Und ja, ich bin echt am Überlegen, was denn mein nächstes Smartphone oder Foldable werden könnte, weil, also wenn man das einmal hatte mit dem Trifold, also es war bei Mate X-T schon schwierig, da bin ich ja dann zeitweise mal kurz umgestiegen auf ein Xiaomi 15 Ultra in dem Fall, also nicht das 17, das gab es da noch nicht, 15 Ultra, weil mich das mit den Google-Diensten so gestört hat. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich es verkauft habe wieder, weil ich da halt keinen Google Passwortmanager hatte. Ich hatte kein Google Home. Da habe ich halt viele Geräte in meinem Haus eingebunden, die konnte ich dann nicht mehr verwalten. Habe ich immer ein Zweithandy gebraucht mit Google-Diensten drauf und so weiter. Also es waren schon viele Punkte, was die Google-Dienste betrifft. Ansonsten für mich vom Faltmechanismus her das geilere Gerät. Einfach, weil ich halt das normale Fold noch nutzen konnte, also nur einmal aufklappen und zweimal aufklappen für 10 Zoll oder 10,2 Zoll Tablet in dem Fall. Ja, also wirklich schade, dass Huawei da gebannt wurde, muss ich ehrlich sagen. Also die bauen so geile Geräte, das Pura X Max zum Beispiel, also auch ein super spannendes Gerät. Ja, also mal gucken. Ich bin auch gespannt, was Apple machen wird mit seinem Fold, dem ersten, wenn es denn wirklich zeitnah kommt. Also da bin ich mal sehr gespannt, wobei ich jetzt auch kein super Apple-Fan bin. Aber trotzdem spannend, ja. Das belebt einfach wieder den Markt. Das belebt einfach die Anforderungen an andere Hersteller. Das ist einfach so, ja. Und natürlich kopiert jeder von jedem und Apple kopiert von anderen und andere kopieren von Apple. Also, und sind wir doch mal ehrlich, wer sich ein iPhone holt, der holt sich eh ein iPhone. Der wird sicherlich nicht auf ein Xiaomi oder auf ein Vivo oder Oppo umsteigen, außer er will deutlich bessere Kameras vielleicht, aber vielen, glaube ich, fällt es auch nicht leicht. Also wenn ihr schon mal einen Umstieg von Apple zu Android gemacht habt und es für euch ein guter Umstieg war, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und schreibt vielleicht auch rein, was euch da stört oder was ihr vermisst von Apple. Ich nutze ja auch ein iPad, so ist es ja nicht. Aber jetzt erstmal das Galaxy Trifold weiterhin. Ich finde es wirklich super spannend, viel zu teuer, aber für mich halt der perfekte Allrounder. Ich habe immer mein 10 Zoll Tablet dabei, gerade in irgendwelchen Wartezimmern, bei irgendwelchen Pausen in der Arbeit etc. Ich habe halt immer ein Tablet dabei und es hat halt bei anderen natürlich auch einen gewissen Baueffekt. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ja, und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine angenehme Woche. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Like und ein Abo nicht vergessen, damit ihr hier nichts mehr verpasst auf meinem Kanal und damit wir die 10.000 Abonnenten-Marke demnächst knacken. Ich würde mich natürlich riesig freuen. Also das hätte ich nie gedacht, dass mein Kanal mal doch so weit kommt. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Ciao.